Dominik Ramsport. Was hat dich zum Golf gebracht? Wieso liebst du Golf jetzt? Es ist, finde ich, eine der technisch anspruchsvollsten Sportarten und mich fordert immer der Sport oder Sportarten, die technisch mich einfach greifen und dazu zählt der Golfsport. Man braucht sehr viele Muskeln, sehr viele Bewegungen im Körper und man kann halt nicht gleich den Ball 200 Meter weit schlagen, das braucht ein paar Jahre und das hat mich fasziniert, auch die Distanzen, die man da überwinden kann. Ja, ja, interessant. Und was würdest du sagen, sind die wichtigsten Muskeln, um stark zu sein, um auch jetzt die Erkrankungen zu beschützen und so? Also das Hauptthema sicherlich ist immer der Rücken bei den Golfern, das sehe ich am häufigsten auftreten. Dann gibt es natürlich die klassischen Golferarm-Beschwerden, Schulter kommt häufig vor und immer häufiger auch Knie- und Hüftproblematiken, wenn dann dort sehr viel gearbeitet wird und gedreht wird. Die großen Muskeln sind viel aktiv. Grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich alle Muskeln aktiv sind im Golfschwung und man braucht auch alle wichtigen und großen Gelenke, volle Beweglichkeit, um eine perfekte Technik ausführen zu können. Okay, okay. Jetzt machen wir was, das ist eher so für die Technik, für den Golfschwung jetzt, ja. Genau, jetzt zeige ich mal eine Übung, wie ich mit meinen Kunden oder Golfern arbeite, wenn sie spezifische Fragen haben. Zum Beispiel, ich möchte meine Rotation oben spüren, besser spüren können, wie mache ich das? Der Golflehrer sagt dann oft, ja, du musst so und so schwingen, aber man kriegt das Gefühl nicht. Genau. Ja. Und das ist eigentlich so das meiste, woran ich arbeite mit den Kunden und Patienten, dass ich denen versuche, das spürbar zu machen. Genau. Ich habe jetzt hier was vorbereitet. Das ist eine Standardübung. Du kommst mal hier reingeschifft, genau. Das legen wir da hinten auf die Schulterblätter. Der Blick wird ein bisschen nach vorne. Ja, so, genau. Du gehst jetzt in eine Ansprechhaltung. Jetzt machen wir das hier vorne zu. Auf dem Nacken ist es nicht gut. So. Du überkreuzt deine Hände hier, damit du den Klettverschluss noch ein bisschen stabilisierst. Ich schaue nochmal, das passt. Okay, jetzt kann man hier den Widerstand auch einstellen. Wir haben jetzt mal hier so 3 Kilo Zug. Da merkt man, dass die Bauchmuskeln auch deswegen. Genau. Gut. Das ist schon mal, also für Anfänger mache ich die Übung sehr gerne, um das Setting mal zu erklären, welche Rückenmuskeln man braucht. Du bist jetzt ein sehr, sehr guter Golfer. Das heißt, deine Haltung ist schon gleich sehr, sehr gut. Okay. Was jetzt die Übung ist, dein Becken bleibt und wir wollen mal nur selektiv die Rotation im Oberkörper machen. Das heißt, du drehst nur oben die Schultern, ohne eine Bewegung im Becken zu machen. Genau. Gar nicht so weit, auch nur so 45 Grad oder so weit man kann, meinst du? Ja, du hast in der Wirbelsäule hier oben hast du anatomisch, physiologisch nur 30 Grad Rotation. Okay. Alles andere würde dann schon aus anderen Gelenken passieren. Okay. Wenn du jetzt mal rechts in den Spiegel schaust und drehst, sollten beide Seile übereinander liegen. Das heißt, dreh mal und jetzt schauen wir, ob die Ebene passt. Ja, nicht so richtig, oder? Ja, genau. Ein bisschen steiler. So genau. Das ist das Problem an meinem Golfschwung. Ist zu flach. Ich komme zu sehr von innen manchmal und deswegen ich muss mehr von. Ja, okay. So, und jetzt kann ich hier. Okay. Aber ich fühle mich jetzt so, dass ich da. Soll ich so sein? Genau, du bleibst mittig, du drehst in die Mitte. Aber was du jetzt spürst, ist einfach, du hast diesen Widerstand durch den Seilzug. Und jetzt kann ich dir den Widerstand währenddessen auch höher machen. Das heißt, dann wird es auch noch eindrücklicher, du spürst noch besser, welche Muskeln du brauchst. Und mit dem Spiegel kannst du gucken, ob du die Ebene triffst. Und so lerne ich dann meinen Kunden oder Patienten, die richtige Ebene zu treffen. Genau. Wow, das ist cool, ja. Und im Prinzip kann man dann auch da schon den Golfschläger greifen. Okay. Greif mal. Genau. Ein bisschen weniger. Und jetzt mach nur die Anfangsbewegung, wie wenn du einfach nur hier die Rotation und die Hände machen nichts. Genau. Jetzt bist du schon ein bisschen. Aber die Hüfte nicht. Ja, genau. Okay. Das ist nur oben. Nur oben. Okay. Das heißt, man geht eigentlich dann nur im Schläger bis hierhin, weil alles andere ist dann schon auch wieder Hände und Unterarme rotieren. Genau. So, und das ist nicht mehr, aber das kann man damit ganz gut visualisieren. Sehr gut. Cool, okay. Schläger weg, Hände wieder überkreuzen und jetzt machen wir nur die Beckenbewegung. Das heißt, die Hüftrotation nach rechts, oben lässt du stehen und drehst dein Becken nach rechts rein. Genau. Und da benutzt man aber gar keine richtige
jetzt die Gewichte gar nicht so richtig, oder? Ja, das ist jetzt weil man sich da oben stabilisiert. Genau. Okay. Der Golfschwung besteht ja aus dem, ich sage mal, aus dem Unterkörper und Oberkörper. Ja. Und beides muss separat voneinander bewegen können. Und wenn ich das nicht trainiere, das hat man oft, sieht man diese En-Bloc-Drehung. Das heißt, Becken und Arme oder Schultern drehen gleichzeitig. Man hat nicht dieses erst Becken und dann Oberkörper. Aha. Und das kann man damit auch trainieren, dieses Gefühl, das zu separieren. Aber das merkt man richtig im Po, ja, obwohl man gar keinen Gewicht. Geht's noch? Ja. Wieder hier ein bisschen mehr aufrichten, also groß machen. Genau. Und jetzt kombinieren wir das. Das heißt, du machst zum Beispiel Oberkörperrotation nach rechts und dann am Ende die Hüftrotation mit. Und dann hast du fast schon deine 90 Grad Rotation. Genau. So. Und jetzt kannst du mal schauen, ob du die Ebene triffst. Überhaupt nicht. Ja, genau. Das ist die Sache. Ich muss viel mehr so sein. Ja, das ist genau als ich meine Golfstunde hatte, das war genau das Problem. Schau mal, dass du hier mehr stabilisierst. Das heißt, gar nicht so viel das Knie hier streckst, sondern bleib mal hier mehr in der Beugung. Okay. Und dann geht es zwar nicht ganz so weit, aber du wirst die Ebene besser treffen. Ja. Siehst du? Ja. Genau. Manchmal überdreht man und wenn du das Knie jetzt streckst, würdest du die Ebene auch verlieren. Genau, ja. Super. Cool. Das ist eine ganz wichtige Basisübung, die ich aber auch mit erfahrenen Golfern immer wieder mache, um ihnen das Gefühl mal wieder zu vermitteln. Hol mich raus hier, ja. Einmal drüber. Das war super, danke. Ja. Cool. Ja, man merkt echt richtig, dass das, ich meine, da gehören, ich glaube, Bauchmuskeln ist immer eine Sache, wo man gerade arbeiten kann, aber da merkt man echt den Druck auf dem Rücken ein bisschen. Ja. Jetzt kann ich dir das Ganze noch für den Abschwung noch was zeigen. Auch eine schöne Übung, die den Abschwung trainiert, wie das Gefühl ist zum Ball hinweg. Und was wir jetzt machen ist, du kommst praktisch aus der Ausholbewegung, aber das Ziel ist, die richtige Körperbewegung, die Streckung auf der linken Seite zu machen und der Stab zeigt dann Richtung Ball. Und dabei haben wir diese typische Seitneigung und natürlich auch wieder den Widerstand. Das heißt, wenn ich das als Training mache, kann ich hier dann natürlich auch beschleunigen, um meine Kraft zu trainieren, meine Schnellkraft. Cool. Also du nimmst die Extension in den Rücken, mit dem Ellbogen einfach so, so einhaken. Die Hände kannst du hier so seitlich an den Bauch anlegen. Genau, nimmst deine Standposition ein von einem mittleren Eisen. Und jetzt ziehst du die Stange zum Ball runter. Ja genau, du zeigst es eben die Bewegung horizontal, aber die silberne Stange, der geht zum Boden, zum Ball. Okay. Also dreh hier runter. Also dahin. Okay. Streck dein linkes Knie. Ja, so. Und versuch mal da ranzukommen und halten. Gut, ich mache dir gleich ein bisschen leichter. Okay, merkst du die Spannung auf der linken Seite? Genau. So, und wieder zurückdrehen in die Ausgangsposition. Find wieder ein gutes Setup, ein bisschen Winkel reingeben, in den Oberkörper auch. Ja. Genau. So. Bleib hier auf der Ferse. Genau. Und jetzt merkst du, dass dir hier Beweglichkeit ein bisschen fehlt, weil eigentlich sollte die Stange auf Ballhöhe sein. Ja? Da könntest du dran üben. Aber davor war ich doch zu hoch, oder was? Achso, ich war so, vorher warst du horizontal, du warst fast auf Baseball-Ebene. Golf geht der Schläger ja zum Boden hin, also in die Richtung. Genau, deswegen auch, und jetzt merkst du die Seitenneigung der Wirbelsäule. Ja? Und hier, dass du hier an der rechten Seite wirst du eng. Genau. Und wieder zurückdrehen. So, und wenn du das jetzt mit Geschwindigkeit machst, dann kannst du es auch wirklich als Training nutzen. Also es ist explosiv unten rein, machst es noch ein bisschen leichter und dann kannst du ihn besser beschleunigen. Genau, ich bin ein bisschen zu sehr, manchmal ist man zu sehr in seinem Gehirn drin. Genau. Ziel ist halt einfach, dass du gut mal spürst, welche Muskeln du brauchst, wenn der Rollschwung jetzt wirklich schwer ist. Also durch den Zug ist er schwer und dadurch trainierst du auch die Muskeln. Und in den meisten Fällen, wenn du danach, wenn man jetzt Bälle schlagen würde, könntest du das direkt natürlich umsetzen und spüren und sagen, okay, merke ich besser, komme ich besser an den Ball, habe mehr Dynamik im Schwung
Und das ist das Ziel von diesem Widerstandstraining. Toll, ja. Ganz, ganz super. Danke dir, Dominik. Das ist sehr echt gerne. tolle Sachen, die du dir machst. Und ja, also mein Körper tut jetzt weh, das zeigt, dass ich gar nicht so gut bin in der Golf, aber vielen Dank für deine Hilfe. War alles toll, was du gemacht hast hier. Ja, cool. Ja, das war jetzt was ganz Besonderes hier mit dem Dominik, da mal zu lernen, wie der Golfschwung richtig funktionieren soll. Der hat mir jetzt ein paar coole Übungen gegeben und auf dieser Maschine da zu sein, zu sehen, wie es isoliert, welche Muskeln man richtig benutzen soll, um zu stabilisieren. Und, aber man merkt schon, leider tut mein Rücken jetzt doch ein bisschen weh. Also Golf ist nicht so leicht. Also ich bin jetzt doch nicht so gut, wie ich gedacht habe, aber es ist was ganz Tolles. Also wenn ich sowas mal mache, dann das wäre schon schön. Ja, das würde mir gefallen.